Kai, Daniel, was ist denn das hier für ein Fahrzeug? Garelli GSP 50, sieht man ja heutzutage eher nicht mehr, ne? Vielleicht nicht unbedingt eine Garelli GSP 50, aber viele Fahrzeuge dieses Modells oder ähnlich, zum Beispiel von CPI, das ist ein Minarelli-Nachbaumotor, oft gefunden in CPI Aragon, GSP 50 und sonstigen sogenannten China-Modellen mit Zweitaktmotor, nicht Viertakt. Und an diesem Modell zeigen wir euch einfach exemplarisch, wie ihr die Variomatik und den Keilriemen auswechselt, zum Beispiel wegen Verschleiß oder auch wegen Tuning. Ja, das klingt gut. Soll ich den Variodeckel? Mach den Deckel ab. Gut. Zünd den Knaller. Wuff. Zack. Als allererstes lösen wir natürlich die Variomatikmutter. Dazu gibt es mehrere Mittel und Wege, die wir euch kurz exemplarisch erklären wollen. Einmal unter Zuhilfenahme eines Blockierwerkzeugs für die Variomatik. Diese greift mit den Zähnen auf die originale Kronscheibe bzw. das Kickstarter-Ritzel ein. Dazu werden dann Schrauben hier und hier angebracht. Oder unter Zuhilfenahme eines sogenannten Kolbenstoppers. Dieser wird anstelle der Zündkerze eingeschraubt und stoppt den Kolben in Drehrichtung, je nachdem, ob ihr auf- oder zuschraubt. Da wir natürlich in einer Werkstatt sind, nehmen wir jetzt gerade einfach einen Pressluftschrauber. So, das ist das Kickstarter-Ritzel. Das nehmen wir natürlich als erstes runter. Danach folgt die Riemenscheibe mit der Mitnehmerscheibe, die sogenannte Sternscheibe, eine kleine Unterlagscheibe. In vielen Fällen ist die Variomatik mit einem sogenannten Drosselring gedrosselt. Dieser sitzt direkt auf der Variomatikbuchse. Der Variomatikring verhindert, dass die Variomatik die Endübersetzung erreichen kann. Bleibt also an diesem Punkt stehen. Das ist dann üblicherweise irgendwo in dem Bereich der gesetzlichen Vorschrift von 45 km/h. Entfernt ihr diesen Variomatikring, kann die Variomatik komplett auffahren und ihr erreicht die Gesamtübersetzung der Variomatik. So, im direkten Vergleich seht ihr hier die Original-Variomatik, die wir jetzt durch die StageX Sport Pro Variomatik ersetzen werden. Als Besonderheit bei den China Zweitaktmodellen werden diese herstellerseitig mit unterschiedlichen Kurbelwellen ausgeliefert. Entweder als 13 mm Variante oder als 16 mm Variante. Da leider nicht genau eingegrenzt werden kann, wann genau welche Kurbelwelle bei dem Modell verbaut wurde, werden bei der Variomatik beide Variobolzen, die in Frage kommen, mitgeliefert, sowie die dazugehörige Steigscheibe in dem passenden Durchmesser. Welchen Variomatikbolzen ihr letzten Endes verwendet, könnt ihr einfach durch simples Ausprobieren ermitteln. Dazu nehmt ihr einfach die Variomatikhülse und schiebt diese über den Variomatikstumpf. In dem Fall ist diese hier zu groß, das ist die 16 mm Variante. Somit bleibt nur noch die 13 mm Variante, die exakt auf den Variomatikstumpf passt. Gleiches gilt natürlich auch hinten für die Steigscheibe. Diese hier ist zu groß, wie man deutlich sieht. Die 13 mm Version mit der Verzahnung passt allerdings ganz genau. Nachdem ihr die für euch passende Steigscheibe ermittelt habt, müsst ihr die Gleitbuchsen aufsetzen. Diese haben unterschiedlich lange Nasen. In dem Fall wird die obere Seite, die längere Seite, nach oben eingesetzt, damit diese sich arretieren kann. Alle drei Gleitbuchsen sind in dem Fall nun montiert. So, als nächstes setzt ihr die mitgelieferten Variomatik-Rollen ein. In dem Fall sind in der Variomatik 16×13 große Gewichte verwendet. Mitgeliefert werden 5 Gramm Rollen. Danach setzt ihr die Steigscheibe ein. Diese klemmt etwas, was aber in dem Fall erstmal so gewollt ist, da die Gleitbuchsen allesamt neu sind. Klemmt die Steigscheibe hin in der Variomatik. Im normalen Betrieb der Variomatik stört das allerdings nicht, da sich diese mit der Zeit durch die ganz normale Öffnungsbewegung auf das passende Maß einschleift. Nun könnt ihr die komplette Variomatik als Einheit auf den Kurbelwellenstumpf aufschieben, bis hinten zum Anschlag des Startermitlaufs.
Bei der Gelegenheit empfiehlt es sich auch immer, den Keilriemen zu kontrollieren und gegebenenfalls auszuwechseln, da dieser nach einer gewissen Laufzeit natürlich stark verschlissen ist. Dies beeinträchtigt nicht nur eure Endgeschwindigkeit, sondern auch allgemein die Performance eurer Variomatik. Um den Keilriemen montieren zu können, demontieren wir den kompletten Wandler, auch wenn es bei diesem Motor nicht zwingend erforderlich ist. Ihr erleichtert euch aber die gesamte Arbeit, da ihr besser den Wandler nachher festhalten könnt, um den Keilriemen einzusetzen. In dem Fall wird genauso wie bei der Variomatik vorher auch schon die Kupplungsmutter gelöst. Ihr nehmt die Kupplungsglocke und habt dann die Möglichkeit, einfach den Wandler von der Primärwelle herunterzuziehen. Der alte Keilriemen wird einfach nach hinten herausgedreht. Den neuen Keilriemen setzt ihr einfach in die Wandlereinheit, in die Lauffläche und drückt diesen dann auf, möglichst weit in der Endübersetzung, damit sich nachher der Keilriemen vorne auf der Variomatik besser montieren lässt. Mit der linken Hand haltet ihr den Keilriemen einfach fest, damit dieser nicht wieder nach außen rutschen kann, weil die Gegendruckfeder natürlich die Wandlerscheibe zurückdrückt. Als nächstes setzt ihr den mitgelieferten Vario-Control-Ring vor die Variomatik-Buchse. Dieser ist zwingend erforderlich, da die originale Riemenscheibe einen kleinen Absatz hat. Montiert ihr den Ring nicht, wird der Keilriemen zu sehr gequetscht am Anfang. Im nächsten Schritt setzt ihr die Riemenscheibe wieder auf. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verzahnung auch wirklich auf der Verzahnung läuft und ihr die nicht verkantet oder davor genau aufsetzt. Zum Beispiel wie jetzt in diesem Fall sitzt die Verzahnung nicht richtig. Durch einfaches Drehen lässt sich diese aber Zahn auf Zahn einstellen. Danach folgt der Kickstarter-Mitnehmer, der auch mit der Verzahnung aufzusetzen ist. Die originale Unterlegscheibe und zum Schluss die Variomatikmutter. Die Variomatikmutter ist wieder festzuziehen, um dann die Kupplungsglocke wieder aufzusetzen, die Kupplungsmutter wieder auf die Primärwelle zu schrauben und diese mit der passenden Nuss natürlich auch wieder festzuziehen. Damit der Keilriemen nicht ganz so locker sitzt, könnt ihr einfach mit der Hand die Variomatik durchdrehen lassen. Immer den Wandler auch etwas mitbewegen, dann hat es der Keilriemen etwas leichter von der Gegendruckfeder und der Riemenscheibe hinten nach außen gedrückt zu werden. Wie ihr seht, ist der Keilriemen nun ausreichend vorgespannt und kann nun in Betrieb genommen werden. Als letztes setzt ihr den Variomatikdeckel nochmal auf. Dabei ist darauf zu achten, dass die Passbüchsen auch an den richtigen Positionen nachher sind. An den Positionen, wo die Passhülsen montiert sind, kommen längere Schrauben zum Einsatz. Ihr seht, dass hier durchaus verschieden lange Schrauben montiert sind. Nachdem alle Schrauben handfest angezogen sind, ziehen wir diese reihum fest. Wie ihr gesehen habt, ist der Wechsel der Variomatik und des Keilriemens an sich kein großes Hexenwerk. Ihr könnt jetzt dazu übergehen, die erste Probefahrt mit dem Roller zu machen und die Variomatik weiter abzustimmen.